Herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge von You Are Unique. Heute geht es einmal wieder um mein Lieblingsthema und mein Lieblingsthema ist, wie ihr vielleicht wisst, unsere Einzigartigkeit. Heute geht es mir um ein Thema, das uns häufig davon abhält, unsere Einzigartigkeit, also das, was uns unvergleichlich macht und uns von allen anderen unterscheidet, bedingungslos zu leben, zu entfalten und in unser Leben zu integrieren. Was hält uns häufig davon ab? Ich habe beobachtet und überrascht festgestellt, dass dies häufig eine sehr weit verbreitete Scham ist. Und ich glaube, jeder, der dieses Video sieht, ist schon mal mit Scham in Berührung gekommen. Und auch das ist schon bezeichnend. Zumeist ist es ein sehr vertrautes Gefühl. Warum? Weil wir häufig mit Schamgefühlen erzogen werden, schon in frühester Kindheit. Ja, das soll kein Vorwurf sein. Es gibt Eltern, die ihre Kinder wunderbar erziehen und auch frei von Scham- und Schuldgefühlen. Aber häufig ist es der Fall, dass wir früh damit in Berührung kommen. Von Erziehungsberechtigten, vielleicht von den Eltern oder Lehrern, auch in Beziehungen in der Familie, von anderen Familienmitgliedern ist es ziemlich üblich, dass Scham eingesetzt wird, um andere zu kontrollieren, zu korrigieren, vielleicht gar zu manipulieren. Und so haben wir früh ein Gefühl mitbekommen, so etwas wie, oh, mit uns stimmt irgendwas nicht. Irgendwie sind wir so, wie wir sind, nicht ganz richtig. Manchmal mit verheerenden Konsequenzen. Also das kann so weit gehen, dass wir uns nie richtig als die zeigen, die wir wirklich sind und uns eher verstecken, nicht ganz damit herauskommen und uns nicht trauen, das Leben unserer Träume zu führen, vielleicht den Beruf zu ergreifen, von dem wir immer geträumt haben und von dem wir im tiefsten Inneren wissen, dass das eigentlich unsere Berufung ist. Vielleicht verbringen wir unser ganzes Leben hinter einem Schreibtisch in einem Büro, obwohl wir Künstler sind. Sehe ich sehr häufig. Immer wieder bin ich überrascht, also bei sehr charismatischen, interessanten, hochgebildeten, hochintelligenten Menschen, dass sie ihr Potenzial nicht wirklich entfalten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich denke mir jetzt ein Beispiel aus. Nehmen wir mal eine charismatische Schauspielerin, ich nenne sie jetzt einfach mal Kate. Und Kate sieht man schon von Hunderten von Metern an. Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Ein aufrechter Gang, eine Erscheinung, eine Schönheit, ein Charisma, eine Intelligenz. Alles, was sie sagt, ist sehr weise und bereichernd. Sie ist ein Mehrwert für ihre Mitmenschen. Und das sieht man ihr schon aus der Ferne an. Betrachtet man aber ihre näheren Lebensumstände, stellt man überrascht fest, irgendwie lebt sie ihr Potenzial gar nicht. Also weder beruflich noch privat. Da sieht es irgendwie überall sehr mau aus. Sie entfaltet ihr wahres Potenzial, das zweifellos vorhanden ist, nicht. Und warum ist das der Fall? Wenn ich da mal näher hingucke, sehe ich meistens, ich nenne das die inneren Fesseln. Da ist ein wundervoller Schmetterling, ja, Kate ist ein wundervoller Schmetterling, aber sie ist eingesponnen in einem Kokon, inneren, unsichtbaren Fesseln. Und eine dieser wichtigsten Fesseln ist häufig die Scham. So ein Gefühl, oh, so wie ich bin, das ist nicht ganz richtig, ich darf mich nicht wirklich so zeigen, irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das kann so weit gehen, dass man sein Leben gar nicht wirklich lebt. Und was ist hilfreich in diesem Fall? Sehr hilfreich ist es, sich erstmal in der ganzen Tragweite seiner eigenen Einzigartigkeit bewusst zu werden. Also darüber, wer ich wirklich bin, mit all meinen Licht- und Schattenseiten, auch mit den kleinen Widersprüchen, die das bedeutet, die jeder Mensch hat, die einen Menschen gerade spannend machen. Ja, wie das Salz in der Suppe. Es ist gar nicht immer so interessant, wenn jemand ganz gefällig und glatt ist. Nein, das Gegenteil. Diese kleinen Widersprüche machen einen Menschen interessant. Und wenn ich mir in einem ersten Schritt bewusst werde, wer ich wirklich bin, was meine Essenz bedeutet, all diese kleinen Untertöne und Facetten und das liebevoll in mein Leben integriere und mich so akzeptiere, wie ich bin, dann heißt das auch, mir zu vergeben für gewisse Erfahrungen, die wir vielleicht manchmal Fehler nennen. Vielleicht habe ich mal einen Fehler gemacht, vielleicht
Habe ich etwas gemacht, was ich als heute nicht ganz richtig bewerte? Mir zu vergeben, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und aus diesem Feld aller Möglichkeiten das Leben zu kreieren, das ich mir immer gewünscht habe. Das ist der erste Schritt. In einem zweiten Schritt werde ich mir dieser unsichtbaren Fesseln bewusst. Und eine der wichtigsten Fesseln, die uns oft davon abhalten, das wahre Leben zu führen, ist eine kollektiv verbreitete Scham. Und da ganz genau zu differenzieren, wann bin ich jetzt wirklich die, die ich bin und agiere damit mit meiner wahren Essenz, und wann ist es das Schuldgefühl oder das Schamgefühl, das die Regie übernimmt. Und da liebevolle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hineinzubringen. Das ist dieses neue Bewusstsein der Einzigartigkeit, was an diesem Punkt sehr hilfreich ist. Mir liegt am Herzen, you are unique, ihr seid alle einzigartig, und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr diese Einzigartigkeit bedingungslos in euer Leben integriert. Das war eine kleine Inspiration für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Mona.